Willkommen zu einem neuen Vlog über das Phantasialand. Wieder geht es um die Geschichte. Diesmal um einen Plan von 1981. Das ist der Plan von 1981. Im linken Bereich sieht man den ersten Bauabschnitt, den Märchenwald mit dem Märchensee. In der Mitte der zweite Bauabschnitt mit Alt-Berlin und rechts dann der dritte Bauabschnitt ab etwa Mitte der 70er Jahre. Die Links zu den Videos von den Parkplänen 1967 und 1971 habe ich unten in die Beschreibung dieses Videos reingepackt. Alt-Berlin, damals schon mit dem Wintergarten. Da gab es eine Kasse, man kaufte sich dort für 1 Mark Reservierungstickets. Deutlich zu sehen die Detailverliebtheit im Phantasialand. Seit 1977 neu ist das Theater Scala, nachempfunden einem Berliner Varieté-Theater. Da drin gab es die Klimbimski-Show. Computergesteuerte Figuren, die sich bewegten, sangen, Musik machten. Da gab es Miss Piggy, Elvis Presley, Marie Mathieu. Später wurde die Show dann übrigens an Walt Disney verkauft. Hier Bilder aus dem Phantasialand-Prospekt. Hinter dem Brandenburger Tor stand dann der Straßenbahnwagen, der bis vor einigen Jahren hier noch gefahren war. Man ging dann nach links rüber, dort befand sich außer dem Dornröschen-Schloss die Gondelfahrt 1001 Nacht. Der erste stationäre Dark Ride in Deutschland. Man schwebte mit der Gondel in das Drachenmaul rein, vorbei dann an beweglichen Figuren, die Szenen aus 1001 Nacht darstellten. Vor 1001 Nacht gab es die Bottichfahrt. Man konnte damit mit den Booten selber lenken. Gegenüber lag das türkische Zentrum, ein Restaurant, und den Berg runter kam man zum Hawaii-Restaurant. Hier Bilder aus dem Prospekt des Phantasialands. Hier ist der Eingangsbereich des Phantasialands von 1967. Hinzugekommen sind Karussells wie Dumbo und Bienchenflug. Außerdem fährt dort der Western Express durch die Westernstadt Silver City und die Oldtimerbahn. Alles Fahrattraktionen, die bereits 1967 existierten. Die Oldtimerfahrt versprach eine Reise um die Welt. Man fuhr durch Japan, Afrika, Holland, Ägypten. Hier Bilder aus dem Prospekt. Ja, bergab kann man dann zum Märchensee.
dort entlang der Märchenwald von 1967. Hans im Glück, Hänsel und Gretel, Rapunzel. Auf einer kleinen Anhöhe Schloss Schreckenstein. Man konnte durch dieses Schloss durchgehen. Da waren dann Gespenster, die einem begegneten. Weiter ging es durch den Märchenwald. Da kann man sehen die Bootsfahrt, ehemals die Seeräuberfahrt nach Cartagena. Inzwischen nannte sie sich Wikingerfahrt. Es ging durch eine Wikingerhöhle. Das Piratenschiff war noch da, aber ob es an der Stelle lag wie auf dem Plan, daran kann ich mich nicht so genau erinnern. Hier Bilder aus dem Prospekt wieder. Am See hinzugekommen waren inzwischen verschiedene bewegliche Figuren, Krokodile, Nilpferde, Elefanten, und zum Abschluss der Fahrt fuhr man dann durch das untergegangene Atlantis. Vom alten Teil ging man dann über Berlin rüber in den neuen Teil. Über eine Brücke kam man zur Halle für die Delfinshow. Und gleich daneben war dann der Bahnhof für die Einschienenbahn, den Phantasialand-Jet. Der fuhr ja um Alt-Berlin herum. So dicht am See ist er übrigens nie gefahren, wie auf dem Plan dargestellt. Und dort befand sich der Polyp. Das war eines der Fahrgeschäfte, mit denen Löffelhardt über Kirmesse gezogen war. Etwas weiter oberhalb lag dann Mexiko, das mexikanische Restaurant. Im Hintergrund sieht man die beiden Achterbahnen Bobbahn 1 und 2, die 1975 gebaut worden waren. Mit Felsen verkleidet, der eigentlich Kunststoff ist, wurden sie übrigens wegen des Lärms, der die Anwohner gestört hatte. Bobbahn 1 hatte eine Höhe von 28 Meter und 900 Meter Streckenlänge. Die andere, die Bobbahn 2, war motorgetrieben. Im Prospekt von Phantasialand heißt es dazu: Während Bobbahn 1 hoch über das Gelände führt, um anschließend eine Berg- und Talfahrt zu vollziehen, so bleibt Bobbahn 2 der eher etwas näher, dafür ist die Geschwindigkeit aber umso größer. Der Phantasialand-Jet fuhr übrigens durch den Bau der Achterbahn.
Zu diesem Zeitpunkt geplant war die Silbermine, die erst 1984 dann gebaut wurde. 1981 sahen die Planungen optisch noch etwas anders aus als dann 1984. Daneben war Silver City, die Westernstadt, eine der Attraktionen zu diesem Zeitpunkt. Da gab es sogar einen Saloon mit Shows. Hier Bilder aus dem Prospekt. Seit 1974 gab es die Wildwasserbahn, übrigens die erste in Deutschland. In dieser Aufnahme sieht man auch die Detailverliebtheit der Zeichner dieses Planes. Das sind alles Bilder aus dem Phantasialand-Prospekt. Das Cine 2000 war neu im Phantasialand, ein 160-Grad-Kino. Der Film lief auf dieser Leinwand ab, man stand im Innern. Da gab es einen Film über eine Achterbahnfahrt, eine Fahrt durch San Francisco über die Straßen, Verfolgungsjagd. Und ganz neu war Chinatown. Hier gab es das chinesische Restaurant, einen chinesischen Tempel. Das Tankara-Theater. Und die Geisterrikscha, eine unterirdische Themenfahrt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.